Tipp Nummer 1: Schnellauswahl mit der Taste E. Sobald ihr etwas baut, könnt ihr mit der Taste E ein neues kontextbezogenes Menü öffnen. Dieses Menü beinhaltet alle Komponenten, die im Zusammenhang zu dem gerade gebauten Objekt stehen. Wenn ihr also beispielsweise gerade ein Förderband der Stufe 3 baut, werden euch auch Förderbänder der Stufe 1, 2, 4 oder 5 angezeigt, vorausgesetzt ihr habt diese bereits erforscht. Ähnlich verhält es sich bei Rohren oder bei Splittern und Mergern. Tipp Nummer 2: Einstellungen copy-pasten. Mit Update 4 hat das geniale Quality of Life Feature Einzug gehalten, Einstellungen von Maschinen kopieren zu können. Öffnet dazu das Einstellungsmenü einer Maschine, hier etwa eines Konstruktors. Klickt dann auf die Option Copy Settings. Bei euch kann das natürlich in einer anderen Sprache stehen. Wenn ihr anschließend zum nächsten Konstruktor geht, müsst ihr einfach auf Paste Settings klicken. Der Konstruktor baut dann das eingestellte Produkt in der prozentual hinterlegten Auslastung. Übrigens, wenn ihr Powerschnecken im ersten Konstruktor hattet, werden diese auch in den zweiten Konstruktor kopiert. Natürlich nur, wenn ihr im Inventar auch ausreichend Powerschnecken mitführt. Tipp Nummer 3: Manuelles Bauen an der Werkbank fixieren. Ebenfalls ein Quality of Life Feature. Bisher musstet ihr an der Werkbank die Maus- oder Leertaste gedrückt halten, um ein Item zu produzieren. In meinem 101 Tipps und Tricks Video habe ich noch empfohlen, etwas Schweres auf die Leertaste zu legen. Nun könnt ihr einfach die Shift- und Leertaste drücken, um diesen Effekt zu erhalten. Die Bauen-Taste bleibt dann also gedrückt, auch wenn ihr diese physisch an der Tastatur oder Maus loslasst. Wichtig dabei, ihr müsst zuerst die Shift-Taste einmal drücken und loslassen und anschließend die Leertaste einmal drücken und loslassen. Erst dann ist die Baufunktion eingerastet. Tipp Nummer 4: Batterien als Sicherungslösung. Eines der neuen Gebäude in Update 4 ist die Batterie. Erstmal gebaut und angeschlossen, speichert eine Batterie maximal 100 Megawatt. Der Ladevorgang nimmt eine ganze echte Stunde in Anspruch. Entsprechende Überproduktion an Strom natürlich vorausgesetzt. Sollte euer Strombedarf die Produktion überschreiten, werden die Batterien angezapft. Je nachdem, wie extrem der Bedarf ansteigt, versorgen euch die Batterien von wenigen Augenblicken bis mehreren Stunden. Aus zwei Gründen ist der Bau mehrerer Batterien jedoch eine großartige Sache. Erstens schwankt die Stromproduktion seit Update 4 bei Geothermiekraftwerken. Mit Batterien könnt ihr diese Über- und Unterproduktion der Schwankung auffangen. Zweitens produzieren Treibstoffkraftwerke jetzt immer zu 100% ohne Taktung. Den Überschuss an der Stromproduktion solltet ihr ebenfalls vernünftigerweise auffangen. Tipp Nummer 5: Zipline Surfing. Mit Update 4 hat das Zipline-Tool Einzug gehalten. Damit könnt ihr euch bei Stromleitungen einhängen und entlang gleiten. Das Coole daran, gerade bergab nehmt ihr damit ordentlich Geschwindigkeit auf. Aber auch bergauf könnt ihr euch sippen. Wer einfach stylisch durch die Fabrik gleiten will, sozusagen über den Dingen, hat mit dem Zipline-Tool viel Freude. Tipp Nummer 6: Checkt eure Rezepte. Habt ihr noch Ingame-Festplatten zum Erforschen auf Lager? Jetzt aber schnell. Mit Update 4 haben 17 neue alternative Rezepte im Spiel Einzug gehalten. Diese sind mal mehr, mal weniger vorteilhaft, haben aber fast immer einen interessanten und gravierenden Einfluss auf eure Produktion. Tipp Nummer 7: Checkt eure Ressourcenzufuhr. Neben neuen Rezepten hat sich mit Update 4 auch einiges bei der Produktion bestimmter Items geändert. Sowohl beim Bedarf hinsichtlich der Menge, als auch den eigentlich benötigten Ressourcen. Wenn ihr also bereits eine Fabrik am Laufen habt, checkt unbedingt eure Produktionsstrecken, ob noch alles wirklich läuft oder euch Ressourcen auszugehen drohen, die jetzt neu verlangt werden. Insbesondere in den höheren Tiers, speziell bei Raffinerien, hat sich doch ein bisschen was getan. Weitere Tipps und Tricks könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ansonsten empfehle ich euch jetzt noch mein 101 besten Tipps und Tricks zu Satisfactory Video hier im Abspann.